Stellen Sie sich vor, Sie könnten 1000 Jahre Forschung in einer Minute erledigen. Der Schlüssel dazu? Quantencomputer. Das sind Supercomputer, die weitaus leistungsfähiger sind als alle herkömmlichen Computer, die wir so kennen. In der Lausitz wird an einem Material geforscht, das für Quantencomputer unverzichtbar ist. Den Großteil davon gibt es allerdings bisher nur in den Tiefen des Weltalls, nämlich in Sternstaub. Da wir diesen nicht aus dem All holen können, müssen wir ihn selbst herstellen, was bisher nur vereinzelt in kleinen Mengen gelungen ist. Und das möchte ein Forschungsteam der WTU Cottbus-Senftenberg ändern. Wie das geht, warum die Lausitz zum Hotspot dieser bahnbrechenden Forschung wird und welche Rolle Dr. Ernst und sein Team dabei spielen, das erfahren Sie jetzt. Hallo, Herr Dr. Ernst. Hallo. Um welches Material geht es hier eigentlich? Es geht um den Zukunftsrohstoff für die Halbleiterindustrie und dabei handelt es sich um isotopenreine Materialien, isotopenreine Halbleiter, insbesondere um das Silizium-28. Und was hat das jetzt mit Sternstaub zu tun? Ja, der Sternstaub kommt dadurch ins Spiel, dass die Elemente, wie wir sie hier auf der Erde haben, die entstehen in kosmischen Prozessen, beispielsweise in den Sternen. Man redet da von der sogenannten Nukleosynthese. Und das Silizium-28, das entsteht, wenn ein Stern am Ende seines Lebens ist, also während der Explosion des Sterns, während der Supernova. Und die Erde selbst besteht jetzt aber aus verschiedenen Arten von Sternstaub. Das heißt, da ist ganz viel über die Jahrmillionen zusammengekommen. Und dadurch haben wir hier auf der Erde eine bunte Mischung aus verschiedenen Prozessen und dadurch eine Mischung aus Silizium-28, 29 und 30. 92% sind Silizium-28, aber das reicht halt nicht aus. Wir wollen wirklich 100% oder nahezu 100% des 28er haben, wie man es halt direkt nach der Supernova im Weltall sehen würde. Und dafür setzen wir uns ein, dass wir so ein hochreines, isotopenreines Material bekommen. Was sind die Herausforderungen bei Ihrer Forschung? Ja, also die Herausforderung ist erstmal, dass wir das Silizium-28, also den Feststoff, wie wir ihn hier zum Beispiel sehen, nicht direkt erzeugen können, sondern wir erstmal über ein Gas gehen müssen, das Silan-28. Silan ist Silizium-Wasserstoff. Und dass dieses Gas so gut wie niemals in Kontakt kommen darf mit den anderen Stoffen, die wir hier auf Erden haben, weil alle anderen Stoffe dies sofort wieder verunreinigen würden. Also andere Siliziumisotope, das 29 Silizium oder das 30 Silizium, wieder mit hineinbringen würden. Und es gibt ganz wenige Universitäten hier in Deutschland, die überhaupt noch mit Silizium und mit Silan arbeiten können. Und eine dieser Universitäten ist hier halt die Brandenburgisch-Technische Universität, genauer gesagt der Campus in Senftenberg. Und da sind wir sehr froh, dass wir hier direkt dran arbeiten können, wo diese Kompetenz und diese Expertise noch da ist. Was passiert dann mit diesem Silan 28? Ja, wir stellen ja nur ein Gas her und Projektpartner von uns und perspektivisch später die Industrie, die stellen dann daraus Feststoff her, wie hier beispielsweise einen solchen Silizium-Halbleiterkristall. Und diese Kristalle werden dann zum Beispiel in Wafer geschnitten, also in dünne Scheiben, und darauf werden dann Halbleiter-Chips für die Quantentechnologie hergestellt. Heute, also 2025, kostet 1 Kilogramm von diesem Silizium-28 ungefähr 1 Million Euro. Also das sind 1000 Euro pro Gramm. Das ist allerdings auch ein normaler Preis für solche Hochleistungsrohstoffe. Wenn man sich nun anschaut, dass der Gesamtmarkt von Quantencomputer und von Quantentechnologien zweiter Generation, sagt man da immer, perspektivisch auf 450 Milliarden Euro geschätzt wird und dass man sagen kann, dass 1-5% der gesamten Technologiekosten nachher auf dem Material übrig bleibt, da merkt man, dass da auch schon ein enormer Markt drin steckt und etwas, wo es sinnvoll ist, dass wir hier in Deutschland und Europa schauen, inwieweit wir das bei uns realisieren können. Das sind ja Top-Voraussetzungen. Und wie weit ist Ihre Forschung? Ja, wir sind in der Lage, Silan 28 herzustellen, allerdings ein paar Gramm davon. Wir haben dazu einen neuen Prozess erfunden, den es vorher in der Form noch nicht gab. Dazu existiert auch ein Patent. Und jetzt werden die nächsten Schritte unternommen, um diesen Prozess zu skalieren. Und was sind die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind, wie gesagt, die Skalierung. Das wird in der Halbleiterindustrie gebraucht, das Material, um dann halt später Quantencomputer daraus herzustellen. Und diese brauchen dann allerdings nicht nur wenig Gramm, sondern Kilogramm oder sogar am Tonnenmaßstab. Und da sind wir gerade dabei, genau diese Skalierung festzustellen, dass man das in großen Mengen herstellen kann, reproduzierbar, also auf regelmäßiger Basis, um damit dann die Wertschöpfungskette zu Quantencomputern hier in Europa verwirklichen zu können. Was sind denn überhaupt Quantencomputer und wie unterscheiden diese sich von herkömmlichen Computern? Ja, also Quantencomputing ist eine revolutionäre Art,
des Computing. Dabei werden Quanteneffekte oder Effekte der Quantenmechanik ausgenutzt. Wenn wir von Quanten reden, dann meinen wir Teilchen oder Energien, die auf allerkleinstem Raum wirken. Also da reden wir von einem Millionstel eines Millimeters, das Nanometer oder sogar noch kleineren Räumen. Beispielsweise die Elektronen, also die Träger des elektrischen Stroms. Und auf dieser kleinen Ebene, dort kommen Effekte zum Tragen, die wir auf der großen Ebene nicht kennen. Einer dieser Effekte ist zum Beispiel Superposition, dass ein Elektron Eigenschaften bzw. eine Kombination aus Eigenschaften besitzen kann, die sich eigentlich widersprechen würden. Schönes Beispiel ist halt dieser Spin. Das kann man sich vorstellen wie ein Kreisel, der sich dreht. Und der dreht sich ja bei uns entweder nach links herum oder nach rechts herum. Und die Drehung des Elektrons kann eine Kombination aus beidem sein. Also er kann sich sowohl nach links als auch nach rechts drehen und das nennt man dann Superposition. Und wenn wir jetzt im Vergleich einen herkömmlichen Computer haben, der geht ja über Binärcode, also 1 oder 0. Das wird technisch realisiert mit Strom ein oder Strom aus. Strom ein wäre eine 1, Strom aus wäre eine 0. Dann kann der Quantencomputer, indem er die Drehbewegung dieser Elektronen benutzt, auch sagen, eine Drehung nach links wäre eine 1, eine Drehung nach rechts wäre eine 0. Und dadurch, dass der Quantencomputer bzw. das Elektron nun auch eine Kombination aus beidem sein kann, können wir auch rechnen mit einer Kombination aus 1 und 0. Das heißt, es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt ein Sowohl als auch. Und dadurch lassen sich Rechnungen parallelisieren. Das heißt, man muss nicht mehr jede Rechnung einzeln durchführen, sondern man kann mehrere Rechnungen gleichzeitig. Und das sorgt ja dann für eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung bei den Rechenprozessen, richtig? Genau, das sorgt dafür, dass wir sehr, sehr viel schneller werden. Es gibt da Schätzungen von Google, dass es für ganz spezielle Fälle möglich sein wird, die Rechenleistung, die wir normalerweise in 1000 Jahren packen würden heutzutage, dass man die in wenigen Minuten realisieren kann. Und wenn wir uns die Vergangenheit anschauen des Computings, also zum Beispiel auf vor 100 Jahren schalten, dann können wir heute in einer Sekunde rechnen, wofür wir vor 100 Jahren noch rechnerisch jetzt 73.000 Jahre gebraucht hätten. Und jetzt erhoffen wir uns, den nächsten Sprung zu machen, allerdings nicht in 100 Jahren, sondern schon in 10 oder 15 Jahren, dass wir mit dem Computing halt auf Quantencomputing auf die nächste Ebene der Rechentechnik kommen. Und wofür werden diese Quantencomputer gebraucht? Ja, also die werden immer dann gebraucht, wenn man Rechnungen schnell parallelisieren möchte. Es gibt ja dieses berühmte Handelsreisende-Problem, dass wenn man sagt, man möchte in einer großen Stadt, kann man Cottbus nehmen oder kann man Berlin nehmen, 100 Leute besuchen möchte, dann kann man sich aussuchen, in welcher Reihenfolge man diese 100 Leute besucht. Und ein klassischer Computer müsste, um jetzt die kürzeste Strecke zu finden, jede einzelne Kombination einmal durchrechnen. Und wenn jede Kombination schon eine Sekunde braucht, sich durchzurechnen, bräuchte man viele tausend Sekunden, um am Ende auf ein Ergebnis zu kommen. Der Quantencomputer könnte sich nun alle Varianten auf einmal anschauen und dadurch innerhalb von wenigen Sekunden bereits auf eine Lösung kommen. Das ist natürlich wichtig, wenn man genau in so einem Problem im Verkehr nachdenkt, wie kann man Lieferwege möglichst effizient gestalten, aber auch zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten, wo man viele hunderte und tausende verschiedene Wirkstoffe hat und man sich anschauen möchte, wie wirken die auf den Körper, wie wirken die Wirkstoffe zusammen, dann kann man hier mit dem Quantencomputer auch sehr viel schneller zu möglichen Wirkstoffen kommen, die dann gegen eine Krankheit helfen, als man es jetzt mit einem klassischen Computer könnte. Und hängt das dann auch mit Ihrer Vision für Quantencomputer und für Ihre eigene Forschung zusammen? Ja, also wir haben die Vision, dass dieser Quantencomputer und die gesamte Wertschöpfungskette für den Quantencomputer halt in Europa gemacht werden kann, damit Europa nicht weiter abhängig ist von außereuropäischen Partnern für technologische Souveränität. Und deshalb ist unsere Vision, dass wir in 10, in 20 Jahren Quantencomputer komplett durch europäische Wertschöpfungsketten realisieren können. Und dass man hier nicht nur am Ende an den Computer denkt, sondern halt von Anfang an schon die Rohstoffe mit in Betracht zieht, die dann gebraucht werden, um die Technologie herzustellen. Und dafür arbeiten wir hier in der Lausitz ganz stark dran, dass wir das hier im Herzen von Europa realisieren können. Das heißt, Sie möchten sozusagen eine Schlüsselposition in der Wertschöpfungskette einnehmen. Genau, wir möchten eine Schlüsselposition ganz am Anfang in der Wertschöpfungskette einnehmen. Dafür haben wir jetzt auch dieses Forschungstransferprojekt. Das heißt, wir sind an dem Übergang, an der Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft daran beteiligt. Das alles wird über ein Exist-Förderprogramm gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und vom Europäischen Sozialfonds. Und genau, da sind wir jetzt gerade dran, hier auch zu schauen, wie weit ist das kommerzialisierbar, inwieweit kann die Lausitz hier als Standort dafür dienen, diese Wertschöpfungskette fürs Quantencomputing anzustoßen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ernst. Und vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
und bis zum nächsten Mal.